Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversationspodcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten. Und heute mit sehr viel Sonnenschein. Ja, denn heute reden wir über die schönste Jahreszeit, zumindest für viele Menschen. Sophia, ich muss dir etwas sagen. Etwas sehr Wichtiges. Was denn? Der Sommer ist die einzige Jahreszeit, die mich wirklich glücklich macht. Die einzige. Was ist mit Frühling? Frühling ist die Ankündigung des Sommers. Das ist auch schön. Und Herbst? Herbst ist der Abschied vom Sommer. Das ist traurig. Und Winter? Der Winter, sprechen wir nicht darüber. Der Winter existiert für Matteo nicht. Der Winter ist eine Pause zwischen zwei Sommern. Das ist alles. Das ist so eine typisch mediterrane Einstellung. Und genau darüber reden wir heute. Der Sommer. Wie spricht man auf Deutsch über den Sommer? Über Hitze, über Urlaub, über Freibäder, über diese besondere Sommerstimmung. Und wir erzählen echte Sommergeschichten. Aus Berlin, aus Barcelona, aus Italien. Echte Erinnerungen, echte Erlebnisse. Mit echten Gefühlen. Weil der Sommer ist Emotion. Der Sommer ist Freiheit. Der Sommer ist Kindheit. Ja, der Sommer ist Kindheit. Das stimmt wirklich. Also, bleibt dran. Macht das Fenster auf, lasst die Sonne rein oder stellt euch vor, dass sie scheint und genießt. Stellt euch vor, für die Berliner im November. Besonders für die Berliner im November. Also, Matteo, fangen wir an. Was bedeutet Sommer für dich? Wirklich persönlich. Was ist dein Sommergefühl? wenn ich an Sommer denke, das erste Bild ist Wärme. Nicht nur Temperatur, sondern eine Art innere Wärme, als ob alles leichter wäre. Leichter. Ja, der Sommer macht alles leichter. Und ich denke an Geräusche. Die Grillen abends, das Wasser, wenn man ins Meer springt, Kinder, die lachen, Musik aus einem offenen Fenster. Das ist so ein schönes Bild, die Sommergeräusche. Und ich denke an Gerüche. Sonnencreme, frisches Gras, gegrilltes Fleisch. Diese Kombination, die existiert nur im Sommer. Sonnencreme. Sobald ich Sonnencreme rieche, bin ich sofort am Meer. Sofort. Der Geruch von Sonnencreme ist eine Zeitmaschine. Eine echte Zeitmaschine. Man riecht es und boom, man ist 9 Jahre alt am Strand in Barcelona. Genau. Und das ist das Schöne am Sommer. Er hat so viele Sinne. Man sieht die Sonne, man fühlt die Wärme, man hört die Grillen, man riecht die Sonnencreme, man schmeckt das Eis. Das Eis, natürlich. Sommer ohne Eis ist kein richtiger Sommer. Absolut kein richtiger Sommer. Das Eis ist heilig. Okay, und was ist deine liebste Sommererinnerung als Kind? Als Kind, es gibt einen Moment, den ich nie vergessen werde. Ich war vielleicht 8 oder 9 Jahre alt und wir sind mit der Familie ans Meer gefahren. An die Adria, das ist das Meer auf der Ostseite von Italien. Die Adria, das klingt wunderschön. Wunderschön. Und wir haben in einem kleinen Ferienhaus gewohnt. Sehr einfach, kein Luxus, aber so schön. Und jeden Morgen, sehr früh, bin ich mit meinem Vater aufgestanden, bevor alle anderen wach waren. Und was habt ihr gemacht? Ich bin mit meinem Vater zum Strand gegangen, ganz alleine. Der Strand war fast leer, nur wir zwei. Und das Meer war so ruhig am Morgen, so glatt, wie ein Spiegel. Wie ein Spiegel. Das ist so ein schönes Bild. Und mein Vater hat mich in die Hand genommen und wir sind ins Wasser gegangen, langsam. Das Wasser war noch kühl vom Morgen. Und mein Vater hat gesagt, siehst du, Matteo, das gehört uns. Nur uns zwei. Oh, Matteo. Ich weiß, das klingt sehr sentimental. Nein, es ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Und ich denke manchmal daran, besonders wenn der Sommer kommt. Dieses frühe Morgenmeer mit meinem Vater. Das gehört nur uns zwei. Auch jetzt noch. Das ist so eine kostbare Erinnerung. Etwas, das man trägt. Ja, man trägt es. Immer. Okay, jetzt muss ich auch erzählen, weil du hast mich so berührt, dass ich auch eine echte Geschichte erzählen möchte. Bitte, erzähl. Also, meine liebste Sommererinnerung ist auch mit dem Meer verbunden. Überraschung, ich bin Spanierin. Große Überraschung. Sehr groß. Also in Barcelona ist der Sommer intensiv. Wirklich intensiv. Heiß, bunt, lebendig. Und als ich ungefähr 12 war, meine Eltern haben uns eine Überraschung gemacht. Was für eine Überraschung? Begeistert, langsam. Wir sind zu einer kleinen Insel gefahren, Menorca.
das ist eine der Baleareninseln. Ich war noch nie dort gewesen. Und ich erinnere mich, als das Schiff angekommen ist und ich die Insel zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Das erste Mal sehen einer Insel. Das muss magisch sein. Magisch. Das Wasser dort ist, ich kann es kaum beschreiben, so klar, so blau. Man sieht den Grund, wirklich. Man schwimmt und schaut runter und sieht alles. Steine, Fische, alles. Das transparente Mittelmeer. Ja, und wir sind jeden Tag an einen anderen Strand gefahren, jeden Tag neu entdecken. Und Carlos, mein Bruder, er war damals 10 Jahre alt, er hat überall Muscheln gesammelt. Überall. Seine Sandalen waren voller Muscheln. Voller Muscheln. Und meine Mutter hat sich immer geärgert. Carlos, lass die Muscheln. Aber er hat immer weiter gesammelt. Der kleine Carlos, der Muschelsammler. Ja, und am letzten Abend, wir haben auf einem kleinen Platz Abendessen gegessen, draußen. Meeresfrüchte und Fisch und Musik hat gespielt. Und mein Vater hat meine Mutter zum Tanzen aufgefordert. Einfach so, auf der Straße. Auf der Straße getanzt. Ja, und Carlos und ich haben zugeguckt. Und wir haben gelacht. Und gleichzeitig, das klingt komisch, war ich fast traurig. Weil ich dachte, dieser Moment ist so schön. Und er geht vorbei. Die Schönheit des Moments, der vergeht. Ja, dieses Gefühl kenne ich seitdem. Wenn ein Moment so schön ist, dass man ihn festhalten möchte. Und man kann nicht. Das Gefühl hat sogar einen Namen. Auf Japanisch heißt es Mono no Aware, die Schönheit der Vergänglichkeit. Die Traurigkeit über das, was schön ist, weil es endlich ist. Du weißt ein japanisches Wort dafür? Ich lerne Japanisch. Das sind die Wörter, die man sich merkt. Das stimmt. Die Wörter, die ein Gefühl treffen, die vergisst man nie. Und auf Deutsch, man sagt manchmal die Vergänglichkeit, das Vergängliche, was vergeht, was nicht bleibt. Vergänglichkeit. Das ist ein schweres Wort für so ein leichtes Thema wie Sommer. Aber vielleicht macht die Vergänglichkeit den Sommer erst so besonders, weil man weiß, es geht vorbei. Also genießt man es mehr. Ja, das Wissen, dass es endet, macht jeden Moment wertvoller. Okay, lass uns über die Sprache reden. Wie spricht man auf Deutsch über den Sommer? Was sind die wichtigsten Ausdrücke und Vokabeln? Ja, also fangen wir mit dem Grundlegenden an. Wie beschreibt man das Sommerwetter? Also, das wichtigste Sommeradjektiv heiß. Es ist heiß. Der Tag ist heiß, die Sonne ist heiß. Heiß bedeutet sehr warm, wirklich warm, sodass man schwitzt. Und dann schwül. Das ist ein sehr spezifisches Wort. Schwül bedeutet heiß und feucht gleichzeitig. Wenn die Luft schwer ist, wenn man kaum atmen kann vor Hitze. Schwül, das kennt man besonders in Berlin im Juli und August. Es ist nicht nur heiß, es ist klebrig. Die Luft ist dicht, man fühlt sich wie in einem Dampfbad. Ein Dampfbad. Das ist so wahr für Berlin im August. Berlin im August ist manchmal wirklich ein großes Dampfbad. Und dann sonnig. Es ist sonnig. Die Sonne scheint. Strahlend blauer Himmel. Kein einziges Wölkchen. Strahlend, das bedeutet sehr hell, sehr leuchtend. Als ob die Sonne strahlt, wie ein Licht, das leuchtet. Strahlend blauer Himmel ist der perfekte Sommerhimmel. Und dann warm. Es ist warm. Warm ist angenehmer als heiß. Warm bedeutet, man fühlt sich wohl. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Perfekt. Und dann gibt es noch die Hitze, das Substantiv. Die Hitze ist unerträglich oder die Hitze ist angenehm. Hitze ist das intensive Warmgefühl. Unerträglich. Das bedeutet, man kann es nicht mehr ertragen. Es ist zu viel. Man hält es nicht mehr aus. Manchmal ist die Sommerhitze wirklich unerträglich, besonders in der Stadt. In der Berliner U-Bahn im August. Oh Gott, die U-Bahn im August, das ist wirklich unerträglich. Kein Mensch sollte das erleben müssen. Wirklich nicht. Okay, und Sommeraktivitäten. Was macht man im Sommer? Wie sagt man das auf Deutsch? Also, schwimmen gehen. Man geht schwimmen. Im Freibad, das ist das Schwimmbad draußen, im See, im Meer. Schwimmen ist die Sommersportart. Und dann in der Sonne liegen. Man liegt in der Sonne. Man sonnt sich. Sonnen, das Verb, bedeutet, man liegt in der Sonne und genießt die Wärme. Man sonnt sich, das ist eine schöne Reflexivform. Man tut etwas für sich selbst. Man sonnt sich, man gibt sich der Sonne hin. Man genießt die Sonne auf der Haut. Und dann grillen. Das ist das große Sommerritual in Deutschland. Man grillt. Man macht einen Grill an. Draußen, im Park, im Garten. Wir haben das schon mal erwähnt, die Deutschen und ihr Grill. Die heilige Grillkultur. Und man grillt Würstchen, also Bratwurst, oder Steaks oder Gemüse.
Alles auf dem Grill ist besser. Alles schmeckt besser vom Grill. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich glaube, das stimmt wirklich. Und dann Eis essen, ins Eiscafé gehen, eine Kugel Eis kaufen, auf dem Weg nach Hause das Eis vor der Hitze retten. Das Eis retten, das ist so wahr. Man kauft Eis und dann schmilzt es so schnell. Man kämpft gegen die Sonne, Eis gegen Hitze. Die Hitze gewinnt immer. Immer. Man muss sehr schnell essen. Schmelzen, das Verb. Das Eis schmilzt. Wenn Eis warm wird, wird es flüssig, es schmilzt. Das passiert sehr schnell im Sommer. Und dann Urlaub machen. Im Sommer fährt man in den Urlaub. Das ist so wichtig für meisten Menschen. Der Sommerurlaub. Der Sommerurlaub, das ist so ein wichtiges deutsches Konzept. Sommerurlaub. Sommer plus Urlaub. Urlaub bedeutet freie Zeit von der Arbeit, Ferien. Man ist nicht im Büro, man erholt sich. Und der Sommerurlaub ist die wichtigste Urlaubszeit des Jahres. Und wohin fährt man im Sommerurlaub? Das ist immer eine große Frage. Die große Urlaubsfrage. Wohin fährst du im Sommer? Sophia, wohin bist du letzten Sommer gefahren? Erzähl uns. Also, letzten Sommer sind Lars und ich nach Portugal gefahren, nach Lissabon und dann an die Küste. Portugal, wunderschönes Land. Wunderschön. Und ich wollte unbedingt dorthin, weil Lissabon hat so eine Atmosphäre. Diese alten Straßenbahnen, diese farbigen Kacheln überall. Die Azuelejos, diese blauen Kacheln. Genau. Und ich als Grafikdesignerin, ich war so überwältigt. Überall Muster, Farben, alte Architektur. Ich habe so viele Fotos gemacht. Und gemalt? Natürlich habe ich gemalt. Ich hatte mein kleines Aquarellset dabei. Immer. Du reist immer mit deinen Farben. Immer. Das ist Pflicht. Und Lars hat geduldig gewartet, wenn ich stehen geblieben bin, um etwas zu skizzieren. Er ist so geduldig. Der geduldige Lars. So geduldig. Und an der Küste, wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, direkt am Atlantik. Und der Atlantik ist so anders als das Mittelmeer. Inwiefern anders? Also, das Mittelmeer ist ruhiger, wärmer, das Wasser ist blauer, aber der Atlantik, er ist wilder, die Wellen sind größer, das Wasser ist kühler, es ist mächtiger irgendwie. Mächtig. Wir kennen das Wort vom Wetterthema. Das Wetter ist mächtig, das Meer ist mächtig. Etwas hat eine große Kraft, eine große Stärke. Ja, und ich habe auf einem Felsen gesessen, am Abend, und auf den Atlantik geschaut. Die Sonne ist untergegangen, orange, rot, pink, und ich dachte, das Leben ist so groß und so schön. Der Sonnenuntergang über dem Atlantik. Ja, Lars saß neben mir. Wir haben nichts gesagt. Wir mussten nichts sagen. Manchmal ist Stille die schönste Sprache. Manchmal ist Stille die schönste Sprache. Ja. Und das ist mein Sommerhighlight letztes Jahr. Dieser Abend auf dem Felsen. Das ist wirklich wunderschön. Und ich war letzten Sommer auch verreist, nach Sizilien. Sizilien? Dein erstes Mal? Nicht das erste Mal, aber das erste Mal mit wirklich Zeit. Früher habe ich Sizilien nur schnell besucht, aber letzten Sommer 2 Wochen. Wirklich 2 Wochen. Und wie war es? Also, Sizilien ist, ich kann es kaum erklären. Es ist Italien, aber irgendwie noch intensiver. Die Farben sind bunter, die Menschen sind herzlicher, das Essen ist besser. Das Essen besser als auf dem Festland? Viel besser. Die Arancini, das sind gefüllte Reisbällchen, die frisch gemacht werden. Die Granita, das ist ein sizilianisches Eis, fast wie Sorbet mit frischen Mandeln oder Zitrone. Das klingt so gut. So gut. Man trinkt Granita zum Frühstück mit einem frischen Brioche-Brötchen. Eis zum Frühstück? Eis zum Frühstück. Auf Sizilien ist das völlig normal. Und ich sage, das ist die beste Erfindung der Menschheit. Das ist die beste kulinarische Entscheidung. Absolut. Und ich habe mit dem Motorroller die Insel erkundet. Alleine, ohne Plan. Einfach fahren und sehen, was kommt. Ohne Plan, das ist mutig. Und so schön, weil man Dinge findet, die man nie gesucht hätte. Kleine Dörfer, alte Tempel, einsame Strände. Die ungeplante Entdeckung, das ist oft das Beste. Und an einem Tag, ich bin an einen kleinen Strand angekommen, wirklich klein, kaum zu finden.
Und das Wasser war so klar, so blau, fast türkis. Und ich habe meinen Motorroller abgestellt und ich habe meine Schuhe ausgezogen und ich bin ins Wasser gegangen. Einfach so, mit meiner Kleidung fast. Mit der Kleidung ins Wasser? Mit der Kleidung fast. Ich habe das Hemd ausgezogen, aber die Hose, die war nass. Und ich habe da gestanden, im türkisblauen Wasser, alleine auf diesem kleinen Strand und gedacht, das bin ich, das ist mein Leben und es ist gut. Das bin ich. Das ist mein Leben und es ist gut. Manchmal braucht man einen Moment wie diesen, um das zu spüren. Ja, um wirklich zu spüren, ich lebe und ich bin dankbar. Okay, wir sind wieder sehr tief geworden. Beim Sommerthema. Wir werden tief beim Sommer. Weil Sommer tiefe Gefühle weckt, das ist die Macht des Sommers. Okay, lass uns über mehr Sommerthemen reden. Was ist typisch für den deutschen Sommer? Oh, das ist eine gute Frage, weil der deutsche Sommer ist sehr spezifisch. Sehr spezifisch. Also erstens das Freibad. Das haben wir schon erwähnt. Das ist wirklich das Symbol des deutschen Sommers. Das Freibad. Man zahlt Eintritt, geht rein und dann Liegestühle, Liegewiesen, Wasserbecken, Kinder überall, Eiskiosks. Das ist Sommer in Deutschland. Freibad, frei bedeutet draußen, im Freien. Bad bedeutet Schwimmbad, Badeanstalt. Ein Freibad ist also ein Schwimmbad im Freien, draußen, in der Sonne, mit frischer Luft. Und dann der Biergarten. Das ist so typisch deutsch, besonders in Bayern. Der Biergarten, das ist ein Kulturerlebnis. Ein Biergarten ist ein Restaurant oder ein Gasthaus mit großem Außenbereich unter Bäumen. Man sitzt draußen auf Holzbänken an langen Tischen und trinkt Bier oder andere Getränke. Mit Freunden, mit Familie, mit Fremden manchmal. Mit Fremden an langen Tischen, das ist so besonders. Man teilt den Tisch mit Menschen, die man nicht kennt. Und manchmal, am Ende des Abends, kennt man sie. Der Biergarten als Begegnungsort. Genau. Ich war einmal in einem Biergarten in München mit Lars auf einem Kurzurlaub und wir haben den Tisch mit einem älteren Ehepaar geteilt, aus Norddeutschland. Und nach 2 Stunden, wir hatten uns alles erzählt. Die Biergartenbekanntschaften. Die schönsten Zufallsbekanntschaften. Und dann der Berliner Sommer. Weil Berlin im Sommer ist wirklich besonders. Wir haben das schon erwähnt, aber lass uns mehr darüber reden. Oh ja, der Berliner Sommer ist einzigartig, weil der Winter ist so lang, so grau, dass wenn der Sommer kommt, die ganze Stadt explodiert. Explodiert, ja. Das haben wir schon gesagt und es stimmt jedes Mal. Weil es so wahr ist. Alle gehen raus, alle sind draußen. Parks sind voll, Straßencafés sind voll, Seen sind voll. Straßencafé. Ein Café mit Tischen draußen auf dem Bürgersteig oder in einer Fußgängerzone. Im Sommer öffnen alle Straßencafés ihre Außenbereiche. Man sitzt draußen, trinkt Kaffee, schaut die Menschen an. Und in Berlin gibt es Seen. Das ist so überraschend für eine Großstadt. Echte Seen zum Schwimmen. Der Wannsee, der Schlachtensee, der Mügelsee. Man fährt mit der S-Bahn, also der Stadtbahn, und ist in 20 Minuten am See. Das ist wirklich toll. Eine Stadt, in der man in 20 Minuten am See sein kann. Das ist Lebensqualität. Lebensqualität, das bedeutet die Qualität des Lebens. Wie gut ist das Leben? Wie angenehm? Wie erfüllend? Gute Lebensqualität bedeutet, man hat alles, was man für ein gutes Leben braucht. Und der Berliner Sommer gibt so viel Lebensqualität. Kostenlos fast. Die Parks, die Seen, die Open-Air-Veranstaltungen. Open Air, das ist auch ein wichtiges Sommerkonzept. Konzerte, Kinos, Festivals, alles draußen im Sommer. Open-Air-Kino, das ist so romantisch. Man liegt auf einer Decke, schaut einen Film und über einem ist der Sternenhimmel. Der Sternenhimmel. Im Sommer sieht man die Sterne so gut, weil es später dunkel wird. Man wartet draußen und dann erscheinen sie, einer nach dem anderen. Ja, ich erinnere mich. Letzten Sommer waren Lars und ich im Open-Air-Kino am Tempodrom und der Film hat erst um 10 Uhr angefangen, weil es erst dann dunkel war. Um 10 Uhr, die langen Sommertage. Ja, das ist so toll am deutschen Sommer. Die langen Tage. Um 9 Uhr abends ist es noch hell. Man hat so viel Zeit, so viel Licht. Die langen Sommertage, weil Deutschland weiter nördlich liegt als viele andere Länder. Im Sommer gibt es sehr viele Stunden Tageslicht. Die Sonne geht spät unter, manchmal erst um 10 Uhr abends.
Und im Winter um 4 Uhr dunkel. Der Unterschied ist so extrem. Der Kontrast macht den Sommer besonders. Man weiß, der Winter kommt, also genießt man jeden langen Tag. Okay, lass uns über Sommersprache reden. Wie sagt man typische Sommerdinge auf Deutsch? Ja, also, man sagt, lass uns an den See fahren. Das ist eine sehr typische Inladung. An den See fahren, zum See fahren. Ans Meer fahren, zum Meer fahren. Oder wir grillen heute Abend. Das ist eine Einladung zum Grillen. Wir machen einen Grill an. Kommst du? Grillen, das Verb, man grillt. Ich grille, du grillst, wir grillen. Man macht Essen auf dem Grill. Das Feuer, die Hitze, der Rauch, das alles gehört dazu. Und dann, es ist so eine Affenhitze heute. Das ist ein umgangssprachlicher Ausdruck. Affenhitze, das klingt lustig. Es klingt lustig. Affe, das ist ein Tier. Aber Affenhitze bedeutet einfach, es ist unglaublich heiß. Extrem heiß. Wie in einem heißen Tropenland. Affenhitze, also eine Hitze wie in der Welt der Affen. Tropisch, intensiv, kaum auszuhalten. Das ist ein sehr bunter, bildlicher Ausdruck. Und man hört es wirklich im Sommer. Wenn man jemanden in Berlin trifft und es sind 30 Grad, man sagt, puh, was für eine Affenhitze heute. Puh, das ist auch wichtig. Diese Interjektion, puh, das drückt Erschöpfung aus. Oder Erleichterung. Oder bei Hitze das Gefühl von Schwere. Und dann, ich brauche unbedingt ein Eis. Das ist so ein Sommersatz. Unbedingt bedeutet auf jeden Fall, ohne Ausnahme. Man muss es haben. Es gibt keine Alternative. Ich brauche unbedingt ein Eis. Das kenne ich zu gut. Jeder kennt das Gefühl. Und dann, was für ein schöner Sommertag. Das ist ein einfacher, aber herzlicher Ausruf. Man drückt Freude über das Wetter aus. Was für ein, das ist eine Ausrufung. Man benutzt es, wenn man sehr beeindruckt oder erfreut ist. Was für ein schöner Tag. Was für ein tolles Erlebnis. Was für ein süßer Hund. Das kennen wir schon. Immer wieder der süße Hund. Der Hund kommt immer. Okay, lass uns eine Übung machen für alle Zuhörer. Ja, was für eine Übung heute. Also, ich nenne eine Situation und wir zeigen, wie man auf Deutsch natürlich darüber spricht. Langsam, klar, damit ihr wirklich mitsprechen könnt. Super, los! Spielerisch, langsam. Situation 1. Du triffst einen Freund an einem heißen Sommertag. Er fragt, was machst du heute? Hast du Pläne? Also, heute ist so eine Affenhitze, ich kann kaum denken. Ich plane, nachmittags an den See zu fahren, den Schlachtensee, und dann vielleicht grillen. Jonas hat schon gefragt, ob wir heute Abend bei ihm grillen wollen. Und ein Eis brauche ich unbedingt. Auf dem Weg zum See. Das ist Pflicht bei dieser Hitze. Perfekt. Habt ihr gehört? Ich plane zu fahren. Jonas hat gefragt, ob wir grillen wollen. Das ist Pflicht bei dieser Hitze. Sehr natürlich, sehr lebendig. Und Pflicht, das bedeutet etwas, das man tun muss. Eine Verpflichtung. Aber im Alltag benutzt man es auch locker. Das ist Pflicht. Bedeutet, das muss einfach sein. Das gehört dazu. Spielerisch, langsam. Situation 2. Dein Kollege kommt nach dem Urlaub zurück. Du fragst ihn, wie war dein Urlaub? Erzähl mal. Oh, es war wunderschön. Wir waren 2 Wochen in Portugal. Zuerst in Lissabon, so eine tolle Stadt. Überall diese alten Kacheln, diese Straßenbahnen. Und dann an der Küste. Das Wetter war perfekt. Heiß, aber nicht zu schwül. Wir haben jeden Tag geschwommen. Das Wasser war kühl, aber wirklich erfrischend. Und abends, jeden Abend draußen essen. Fisch, Meeresfrüchte, alles frisch. Ich bin so erholt zurückgekommen. Sehr gut. Und erholt. Das bedeutet etwas, das erfrischt, das einem Energie gibt, das kühlt und belebt. Kaltes Wasser im Sommer ist erfrischend. Eine Brise ist erfrischend. Und erholt, man ist erholt. Das bedeutet, man hat sich ausgeruht, man hat Kraft gesammelt. Man fühlt sich besser als vor dem Urlaub. Erholung ist das Ziel des Urlaubs. Letzte Situation. Du beschreibst deinen liebsten Sommermoment. Jemandem, der noch nie einen richtigen Sommer erlebt hat. Also, stell dir vor, es ist ein warmer Sommerabend. Nicht heiß, warm. Angenehm warm. Du sitzt draußen, vielleicht auf einem Balkon, vielleicht in einem Garten, vielleicht auf einer Wiese.
Die Sonne geht langsam unter, der Himmel wird orange und rot. Irgendwo spielt Musik, leise. Du hast ein kaltes Getränk in der Hand. Neben dir sind Menschen, die du liebst. Und du denkst, ich möchte nirgendwo anders sein. Genau hier, genau jetzt. Das ist mein liebster Sommermoment. Das ist so schön, Sophia, wirklich. Danke, das kommt vom Herzen. Man hört es. Und habt ihr die Sprache bemerkt? Stell dir vor. Das ist eine Einladung zur Vorstellung. Man malt ein Bild mit Worten. Sehr poetisch, sehr lebendig. Stell dir vor, das bedeutet, benutze deine Fantasie. Denke dir das aus, visualisiere. Es ist eine Einladung, in die Vorstellungswelt einzutauchen. Und jetzt eure Hausaufgabe. Und heute ist sie sehr sommerlich. Ja, schreibt uns in die Kommentare, auf Deutsch, euren liebsten Sommermoment. Oder was bedeutet Sommer für euch? Was ist euer Sommergefühl? Es können einfache Sätze sein. Im Sommer liebe ich es, am Meer zu sitzen. Oder eine Geschichte. Oder ein Bild, das ihr mit Worten malt. Wir lesen alles und wir freuen uns so darauf, eure Sommergeschichten zu lesen. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, Sommeradjektive auf Deutsch. Heiß, sehr warm, schwül, heiß und feucht. Sonnig, die Sonne scheint. Warm, angenehm warm. Strahlend, sehr hell und leuchtend. Zweitens, Sommeraktivitäten. Schwimmen gehen, sich sonnen, grillen, Eis essen, Urlaub machen, in den Biergarten gehen, Open-Air-Veranstaltungen besuchen, an den See oder ans Meer fahren. Drittens, typische Sommerausdrücke. Was für eine Affenhitze! Ich brauche unbedingt ein Eis. Lass uns an den See fahren. Wir grillen heute Abend. Was für ein schöner Sommertag. Viertens, wichtige Vokabeln. Das Freibad, Schwimmbad im Freien, der Biergarten, Restaurant draußen unter Tischen, die Erholung, Ausruhen und Kraft sammeln, erfrischend, kühlend und belebend, die Vergänglichkeit. Alles geht vorbei. Und fünftens, das Wichtigste. Der Sommer ist mehr als Wärme und Sonnenschein. Der Sommer ist Gefühl. Er ist Kindheitserinnerungen. Er ist Momente mit Menschen, die man liebt. Er ist das Bewusstsein, dieser Moment ist schön. Und er geht vorbei. Also genieße ihn. Genieße jeden Sommertag, jeden Sonnenschein, jede warme Nacht. Denn der Winter kommt, aber der Sommer kommt auch wieder. Der Sommer kommt immer wieder. Das ist das Versprechen. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Speak Deutsch Now. Drückt auf die Glocke. Und teilt den Podcast mit jemandem, der Deutsch lernt. Vielleicht jemandem, der gerade einen grauen Tag hat. Diese Episode ist wie ein bisschen Sonnenschein. Sonnenschein durch Kopfhörer. Die beste Art von Sonnenschein. Passt auf euch auf. Genießt jeden warmen Tag. Esst Eis, unbedingt. Und geht manchmal barfuß ins Wasser. Barfuß ins Wasser. Ja, das ist Sommer. Das ist Sommer. Bis zum nächsten Mal bei Speak Deutsch Now. Tschüss, ihr Lieben, und genießt den Sommer. Oder stellt euch vor, dass Sommer ist. Auch das hilft. Tschüss. Und denkt daran, Matteo und ich, zusammen, Fehler sind Freunde. Auch im Sommer. Besonders im Sommer. Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ihr Lieben.